Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es ums Thema Verschlusszeit. Was ist die Verschlusszeit, für was brauche ich es und welche Effekte kann ich damit erzielen? Bevor es losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Wenn euch das Video gefällt, drückt auf den Gefällt mir-Button, teilt das Video und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr immer am Laufenden bleibt, wenn es neue Videos gibt. Aber jetzt starten wir schon. Was ist die Verschlusszeit eigentlich? So, die Verschlusszeit ist im Prinzip der Shutter, so heißt es im Englischen, ist im Prinzip eine Abdeckung, die sich zwischen dem Lichteinfall und dem Sensor schiebt und den Lichteinfall schließt. Im Prinzip so wie das Augenlid. Wenn ich mein Augenlid zu habe, ist der Verschluss zu, ist mein Augenlid offen, ist der Verschluss offen. Das heißt, Verschlusszeit ist die Dauer, wie lange das Lid offen bleibt, wie lange der Verschluss offen bleibt. Habe ich eine große, eine lange Verschlusszeit, dann kommt auf eine längere Dauer mehr Licht auf den Sensor und wird also quasi länger belichtet. Das kann mehrere Vor- und Nachteile haben. Wenn ich eine kurze Verschlusszeit wähle, dann kommt eben in einer kürzeren Dauer Licht auf den Sensor. Das kann auch mehrere Vor- und Nachteile haben. Auf der Kamera gibt es immer so, das steht dann zum Beispiel 1/50 oder 1/100 oder ich kann auch 8 und dann hat man jetzt 2 Striche, also 8 Sekunden einstellen. Das heißt, wenn ich 1 durch habe, ist das eine sehr kurze Verschlusszeit und je größer der Wert unter dem Bruch ist, desto kürzer ist die Verschlusszeit. Verschwindet der Bruch, wird es immer eine längere Verschlusszeit. Das 8, 12, 20, weiß nicht was, wird immer eine längere Verschlusszeit. Wofür ist es gut und wofür brauche ich es und welche Effekte kann ich damit erzielen? Wenn ich zum Beispiel den Nachthimmel fotografieren möchte und ich einfach jetzt meine Blende klein eingestellt habe, die ISO nicht so hoch raufdrehen möchte, dann positioniere ich die Kamera definitiv auf einem Stativ, versuche auch noch mit einem Timer zu arbeiten, um ja nicht beim Auslösen einen Kamerawackler reinzukriegen und stelle auf Langzeitbelichtung. So 8 Sekunden, 20 Sekunden, je nachdem für welchen Zweck ich es jetzt brauche, aber dann kann ich schön den Nachthimmel fotografieren. Am besten gehe ich dann noch dorthin, wo wenig Umgebungslicht ist, das heißt ein bisschen außerhalb der Stadt. Langzeitbelichtung ist auch gut, wenn ich zum Beispiel fließendes Wasser fotografieren möchte. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Wasserfall, ich meine, ich habe hier jetzt keinen vor Ort, aber habe ich jetzt einen Wasserfall und möchte nicht die Wassertropfen einfrieren, dass ich jeden einzelnen Tropfen sehe, sondern will ich eher so einen Fluss haben, so ein bisschen ein verschwommenes Wasser, dann mache ich auch Langzeitbelichtung, weil dann will ich quasi nicht nur einen Zeitpunkt, sondern ich will mehrere Zeitpunkte übereinander gelagert haben. Und das mache ich mit einer Langzeitbelichtung. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Vogel, der auch schnell seine Flügel schlägt, den möchte ich eingefroren haben. Ich möchte nicht die Flügelbewegung mehrfach belichtet sozusagen auf meinem Foto haben, sondern ich will wirklich nur in einer Position. Dann muss ich eine kurze Verschlusszeit, damit ich wirklich nur einen Augenblick fotografiere und aufnehme. Um das zu kompensieren, spiele ich mich dann eben auch mit meiner ISO, mit meiner Blende oder mit zusätzlichem Licht, entweder durch die Positionierung der Kamera, durch die Tageszeit, wenn ich draußen fotografiere, oder durch externes künstliches Licht, eben Blitz oder Studiolicht oder portable LED-Lichter oder sowas in der Richtung. Ich zeige euch jetzt mal kurz auf der Kamera. Ich habe eine Blende von 2.8, das heißt, sie ist nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Ich möchte ungefähr mein Gesicht im Schärfebereich haben und der Hintergrund eher unscharf. Man sieht es hier vielleicht ganz leicht. Die Kante meiner Wand ist hier schon unscharf, der Rest ist eher, ist sowieso eine Wand. Ich zeige das jetzt mal, was passiert, wenn ich meine Verschlusszeit ändere. Ich mache das hier mal ganz live. Aktuell habe ich eine Verschlusszeit von 50. Warum 50? Weil ich mit 25 Bildern pro Sekunde filme. Im Videobereich sagt man, ich brauche mindestens die doppelte Verschlusszeit, als was ich Bilder pro Sekunde habe, damit meine Bewegungen natürlich wirken, nicht abgehakt und auch nicht diesen zu viel Bewegungsunschärfe da ist. Also einfach natürlich, so wie es Auge auch sehen würde. Wenn ich jetzt meine Verschlusszeit verlängere von 50 runter auf ein Achtel, natürlich ist das Bild jetzt heller, weil längere Belichtung bedeutet natürlich auch mehr Licht. Andererseits habe ich hier, wie ihr seht, auch eine gewaltige Bewegungsunschärfe, einfach aus dem Grund, der Verschluss bleibt pro Bild länger offen und ich filme mit 25 Bildern, das heißt, es bleibt im Prinzip immer ein bisschen länger offen und das vermischt sich dann mit meiner Bilder pro Sekunde, deswegen schaut es ein bisschen komisch aus. Wenn ich meinen Verschluss kleiner als 50 drehe, zum Beispiel 100, ist jetzt noch nicht so schlimm, da geht es noch,
Wenn ich zum Beispiel noch kleiner drehe, Verschlusszeit sagen wir mal auf 400, nur damit ihr seht, ich drehe mal die ISO auch ein bisschen rauf. Im Prinzip schaut das auch ein bisschen unwirklich aus, weil ich eine sehr kurze Verschlusszeit habe. Ich habe ein 400stel Verschlusszeit mit 25 Bildern pro Sekunde und das wirkt deswegen auch ein bisschen unnatürlich, weil ja mein Verschluss sehr viel kürzer offen ist, als was ich Bilder pro Sekunde habe. Und es hat sich halt ergeben, es ist irgendwie die Regel, dass man halt den doppelten Wert der Bilder pro Sekunde nimmt für die Verschlusszeit, gerade wenn man filmt. In der Sportfotografie hat sich ergeben, also wenn ich jetzt Martial Arts fotografiere bei uns im Kampfkunstcenter und Selbstverteidigungscenter, hat sich ergeben, dass ich mit einer Verschlusszeit von 250 fotografiere, aber auch mal rauf bis ein 500stel, je nachdem, wie schnell sich die Leute bewegen oder sowas. Ich will natürlich auch manchmal ein bisschen Unschärfe haben, Bewegungsunschärfe haben, aber nicht zu viel. Will ich jetzt eher, wenn es dunkel ist, Sterne fotografieren oder eben Landschaften, wo sie nicht so viel bewegt, dann nehme ich meinen Stativ mit und gehe auf Langzeitbelichtung. Das heißt, ich reduziere oder ich erhöhe meine Verschlusszeit auf einen Sekundenwert und habe immer super toll ausgeleuchtete, ohne dass ich jetzt mit der ISO herumspielen muss. Das gilt es zu beachten mit der Verschlusszeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst, wenn ihr das Video teilt, meinen Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare eine Frage stellen. Und ja, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Alles klar? Bye!